Hallo YouTube, willkommen zu meinem LeClue Let's Play. Viel Spaß und ja, los geht die wilde Fahrt. Wir machen ein neues Spiel und ja, guck mal rein, ne? Los geht's. Okay, ich habe das extra ausgeschaltet. Normalerweise muss man halt diese Aktion sehr, sehr, sehr schnell treffen. Was ich machen werde, dass ich halt sage, was ich nehmen würde. Und keine Ahnung, vielleicht können wir aber auch chatmäßig mit entscheiden. Wenn wir, also, warum auch nicht. Und deswegen habe ich praktisch das ausgeschaltet, aber sobald was aufblinkt, werde ich sofort sagen, was ich nehmen würde. Und dann können wir gerne ausdiskutieren, ob wir das machen oder was anderes. Ich würde jetzt zum Beispiel gruselig nehmen. Oder sagen wir total normal. Ich glaube, ich würde wohl gruselig. Wie gruselig kann halt so ein Spiel sein, oder? Wir machen gruselig, würde ich sagen. Einwände? Nein. Nein? 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 Okay, gruselig. Let's go. Ja, okay, das ist jetzt nicht super gruselig. Okay, ich kann mit A und D gehen. Ich muss mal kurz sagen, ob der Sound so okay ist. Also so, ob man mich gut hört, selbst wenn es donnert und kracht. Oder ob ich das ein bisschen leiser machen soll. Shift Gas geben. Okay, let's go. Okay, das wird eine Weile. Ah, ja, ich wollte gerade sagen, wir fahren eine ganze Ecke, aber die sind schon da. No swimming, danger. Rotieren, zurück, weiter. Okay. Okay, damit können wir das drehen. Okay. Scheiße. Ah, wahrscheinlich müssen wir irgendwie die Dinger da oben hoch verbinden. So würde ich tippen. Ah, okay, warte, dann müssen wir die jetzt erst übereinander. So. Ach nee, warte mal. Ja, ist schon richtig. Ah, okay, ja. Interagieren. Und jetzt explodiert das Boot, oder was? Oha. Ein Tiefseerohr. Okay. Und nimmt da sein Köfferchen mit, ne? Ja, hol mal.
What? Who? Was wer? Oh, I must have dozed off. Ich muss weggelöst sein. Perhaps we need a spot of tea to wake us up. Muss ich das alles vorlesen? Ich glaube nicht, oder? Die meisten können ja Englisch, würde ich sagen. Vielleicht brauchen wir eine Tasse Tee, um richtig wach zu werden. What do you say, Rufus? Was meinst du, Rufus? Yes, quite right. Better get back to work. This book won't write itself. Maybe I should start somewhere easier. I'll come back to the prologue later. The sun rose over another perfect day in picturesque Arthurton. To the casual observer, Arthurton seemed like any other small, quiet town. It was nestled in a valley between two mountains, lined by lustrous forests, and perched on the edge of a pristine lake. It had a main street with all the essentials, including a place to sip coffee. It had schools, a college, a church, and a police station. It even had a museum no one ever visited. It was the kind of place you might find anywhere on your travels. Typical, maybe even forgettable. But there was one thing in Arthurton that was unlike any other town in the whole world. Actually, it was a girl. Her name was Jenny LeClue. And she was the world's greatest detective. Finkelstein residence. Oh, hello, Glenda. Yes, he said he might ring. Okay, patch me through then. Jenny. Richard? Yes, I got it. I did, and my answer is no. I understand that, but... Well, yes, of course, but... No. Nothing is settled. I'm not going to do it. It goes against everything my books stand for. No, not yet, but... If I could just... Please, listen to what I'm saying. Da ist wohl jemand nicht einverstanden mit der Geschichte, die da geschrieben wird, wa? So, wir können uns jetzt hier bewegen. Was haben wir denn hier? Damit kann ich nicht interagieren. Ein Brief. From the Office of Richard Inkwell. Lieber Arthur. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Leider, da habe ich schlechte Neuigkeiten, alter Freund. Es lässt sich nicht leicht in Worte fassen. Also habe ich hier die Verkaufszahlen des letzten Buches. Oh, das sieht nicht gut aus. Die jungen Leser von heute wollen mehr Geheimnisse, mehr Gefahr. Mit Jenny immer zaghafteren und formalhaften Abenteuern verlieren sie. Immerhin ist es für die Buchläden noch zu spät, die Vorbestellung für das nächste Buch zu stornieren. Also haben sie noch eine letzte Chance, dem alten Mädchen etwas Leben einzuhauchen. Wir möchten, dass sie mal einen echten Krimi probieren. Töten Sie wen, etwas Drama, es tut mir leid. Aber wenn all das nichts wird, heißt es demnächst, das nächste Buch, wenn Jenny... Was? Jenny und ihr letzter Fall. Okay. Weitere tolle Neuigkeiten. Jemand von einer echten Zeitung hat endlich ihr letztes Buch besprochen. Oha.
Warte mal, wieso mich hier so... Jenny LeClue und das verschollene Marmeladenbrot. Das 38. und hoffentlich letzte Buch der Serie. Ihren Höhepunkt hinter sich. Jenny LeClue war einst eine weltberühmte Serie von Mystery-Geschichten, die heute in die Mittelmäßigkeit abgefallen ist. Ohne jede Zweifel ist es die größte Grütze, die je erwartet. Okay, da ist wohl jemand nicht so begeistert von dem, was der gute Arthur da geschrieben hat. Ich schätze, dass man ihnen wie ein Schock vorkommen muss, aber wir müssen mit der Zeit gehen. Probieren Sie mal 2 Morde. Eine echte Tragödie, wer weiß. Vielleicht haben Sie ja doch noch eine großartige Story übrig. Ich rufe Sie später an, darüber zu reden. Es tut mir leid wegen Ihrer Karriere. Kopf hoch. Richard Inkwell. PS. Nächste Woche Squash. Bald haben Sie zumindest Zeit, Ihren Rückhand zu arbeiten. Ja, klasse. Ich will doch nur Geschichten schreiben. Na gut. Okay, dann haben wir eine Tasse Tee. Ah, es gibt Sammelgegenstände. Ja, die nehmen wir dann mal mit, ne? So, warte mal. Die kann ich nur hin und her schieben anscheinend. Okay. So, was haben wir hier? Lampe an, aus. Dann haben wir hier ein paar Stifte, da kann ich nichts mitmachen. Und wir haben einen Stift. Na komm. Ja, der liegt jetzt da unten und ich komme nicht dran, weil ich über die Kante nicht rauskomme. Na gut, liegt der Stift halt da unten. Das kann ich ausschalten. Okay. So, was haben wir hier? Es war ein einfacher Ort, wie man ihn überall auf der Welt finden kann. So typisch, wie dass man ihn vielleicht sogar schnell wieder vergisst. Doch einen Arthurton unterschied es von allen anderen Städten auf der Welt. Und zwar ein Mädchen. Name lautet inklusive. Okay, das hatten wir ja gerade praktisch. Ah, das war praktisch dieser Prolog. Brief an Fickel-Fans Entwurf. Ich bin es wieder, Arthur F. Finkelstein. Und hier sind wir bei Buch 38 der Jenny LeClue-Serie angekommen. Ihr bisher frohstes Abenteuer. Danke an alle neuen Jenny LeClue-Fans da draußen. Eure Unterstützung ist großartig. Um ein paar Fragen zu beantworten, entgegen einiger hartnäckiger Gerüchte geht Jenny-Serie natürlich weiter, solange noch Tinte in meinem Stift ist. Ja, sie wird gleich bleiben. Ich weigere mich, die Formel zu ändern. Arthurton bleibt weiter ein sicherer und froher Ort. Das ist die Verteilerliste, denke ich mal. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Kapitel 1. Die Sonne ging auf und es begann ein weiterer perfekter Tag im malerischen Arthurton. Auf den ersten Blick schien Arthurton wie jedes andere, das haben wir gerade schon, hat er das nochmal geschrieben? Es lag ein... ja, das ist das, was jetzt eben in dem Prolog erzählt wurde. Okay. Hier ist noch ein Sammelgegenstand. Den nehmen wir noch mit. Und ansonsten ist hier, glaube ich, nicht schnell. Dann kann ich das wieder verlassen. Warte, wir schieben das mal wieder rein, damit er nichts merkt, dass ich mir das hier angeguckt habe. Kann ich den noch wieder einpacken? Ne, kann ich nicht. Dann wird das wohl auffallen, dass wir hier gerade den Brief geöffnet haben. Okay, dann mal wieder zurück. You don't understand what you're asking for. You want me to turn Jenny's world upside down? Kill off my characters and destroy everything I've built over the last 30 years? Fine. I'll give you what you want. But I warn you, I'm a stream of consciousness writer. And you have unleashed my fury. Good day, sir. Oha, da ist jemand wütend. Boring? Predictable? Pah! Well, if it's murder they want, it's murder they'll get. Let's go. It should have been another perfect day in Arthurton. But today was different. And nothing would ever be the same again. To begin with, Jenny LeClue was dead. Okay. Das ging schnell.
Ja, dann haben wir das Spiel wohl durchgespielt, würde ich sagen. Her skin was pale. Her eyes glassy and frozen. What cruel fate had befallen our beloved detective? No, no, no. Never move the victim. Mrs. LeClue, she's doing it again. Jenny LeClue, you are a dead body. Dead bodies don't talk. Ehemalige Shakespeare, dumme Studenten, schreckliche Koch, gute Mutter, was? Ah, schrecklicher Koch, gute Mutter. Okay, okay. But he's doing it wrong. As wonderful as it would be if all cadavers were so talkative, we must deduce the cause of death without their help. With only the evidence laid before us, we build a picture from the fragments left behind. We collect clues, interpret the data, and solve our puzzle one piece at a time, until it feels as if the victim is speaking to us. But Jenny is right, Jonathan. You mustn't disturb the crime scene. Vital evidence could be lost. Sorry, Mrs. LeClue. Okay, you've all had a chance to study the body? Who can postulate how she met her demise? Ooh, me. I think it was an accident. Yeah, she obviously wasn't looking where she was going So she slipped on the wet floor, and cracked her head open. Like an egg. and then she bled to death. Really? How can you tell? Well, there's a giant pool of blood around her head. Yeah, I know. I was being sarcastic. Oh. Actually, you're both wrong. What? It was cold-blooded murder. Okay, Murder? was? Don't be ridiculous. Where's the murder weapon? There's no evidence anyone else was even here. Oh, yes, there is. It was murder, and I can prove it. Die tote Laborassistentin. Jenny had read all the books. She'd absorbed all her mother's teachings. But there was nothing quite like getting your hands dirty. How many people get the chance to solve their own murder? The first step in any good deduction was collecting evidence. Seemingly insignificant details could provide a vital piece of the puzzle. First, I'll search the crime scene for clues. Then she'd analyze the data. And finally, Deduce the real cause of death. Okay. Hinweise gefunden. 0 von 8. Okay. Wahrscheinlich ist das kein Hinweis, aber ein Sammelgegenstand. Gut. Was haben wir denn da? Hier haben wir... Jenny's blue sweater was scruffy and quite uncomfortable. But her grandmother had knitted it, and so it was her favorite. The more it itched, the closer she felt to her. Okay, wir haben einen kaputten Pullover. Oh, hier. Klasse. What a waste of perfectly good coffee. Jenny's love for coffee was almost as strong as her passion for crime solving. Chalky green residue on the rim. Smells like burnt matches. So. Oha, hier ist auch was Grünes. The victim has a green smudge on her lips. It's not lipstick. Brille? Without her trusty bifocals, Jenny couldn't see the nose in front of her face. They were her window to the world and the lens through which she focused her keen detective vision. So, da haben wir die Spange. It wasn't Jenny's style to wear accessories, but this hair clip was the exception. Its function as a lockpick had saved Jenny from a long night trapped in her school locker. Ah, das können wir uns schon mal merken, dass das ein Lockpicker ist. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwann verwenden. She'd worn it ever since. So, dann haben wir wieder einen Sammelgegenstand. So, was haben wir denn noch? Blutlache. There's no doubt the victim lost a lot of blood. 6 von 8 haben wir schon mal. Da ist noch ein Sammelgegenstand. Das The floor is wet and slippery, but also immaculately clean.
verpasst. Die hatte ich alles, glaube ich, ne? Ja. Hose. Ah, die Schuhe. Ja. Approximately 8 sizes too big. And covered in mud. I've seen enough. Time to wrap this case up. Jenny was a meticulous record keeper, noting every relevant clue in her trusty journal. Woher weiß ich, dass das Opfer nicht ausrutschte? Das Opfer trägt riesige, schlammverkrustete Stiefel. Also, ich würde sagen, wie kann ich denn das jetzt auswählen? A great detective knew that solving a mystery was simply a matter of connecting the dots. I'm certain this wasn't a mere accident. Now I just need to prove it. Okay. How do I know the victim didn't slip? Na, konnte halt nicht ausrutschen, weil an dem Stiefel Dreck war. Und der Boden trotzdem nass war. Genau, und wenn die Stiefel dreckig, dann wäre ja der Boden auch dreckig. Aber ist er nicht, weil er ja blitzsauber ist, okay? So. Und jetzt nochmal Enter was? Nee. Jetzt muss ich nach unten. Okay. The victim's boots are filthy. They should have left big muddy footprints on the floor. So where are they? Either someone washed away her footprints, or she was carried here. Okay, that proves she didn't slip. Was war die wahre Todesursache? Der Boden ist nass und blitzsauber, keine Flecken drauf. Ja, kann ja nur hier Mund. So how did she actually die? What was the real cause of death? Ja, wahrscheinlich hat sie irgendwas Giftiges getrunken. Die Lippen des Opfers sind trocken, spröde und haben grüne Flecken. Das ist auf jeden Fall entscheidend. Und kein Kaffee drin, nur ein kalkige grüne Überrest, der nach Mandeln riecht. There's a green residue in the bottom of the victim's coffee cup. It smells of burnt matches. Phosphorus. Also found in common garden fertilizer. Gartendünger, das ist, glaube ich, tödlich. The same green mark is on the victim's lips. Her coffee was spiked with fertilizer. Someone clearly wanted her dead. Okay. Das war ja noch easy. Ah, the case of the dead lab assistant. Gone before her time. Was it poison? Yes. A blow to the head? Yes. An accident? Certainly not. No footprints in an unshattered mug? She was killed somewhere else and carried here. This is the story of a scorned ex-lover. Jenny? The gardener enacting his revenge. Jenny! A deadly brew of fertilizer and caffeine coursing through the veins. That's quite enough, thank you. What happens to the gardener? Is this gonna be on the test? Remember, class, even the smartest criminals make mistakes. This is how we catch a killer. But what's the point of all this? Yeah, there hasn't been a murder in Arthurton in years. Every town has a dark side, even Arthurton. By doubting, we are led to question. And by questioning, we arrive at the truth. Okay, that's all for today. Don't forget, next class is our field trip to the morgue. So have a light lunch. Ja, bei unserem ersten Students Fall need to think for sehr schön. themselves, Jenny. That's why they're here at Gumboldt. To learn. I just figured we all had places to go. Speaking of which, And where are you off to, young lady? I'm a dead body mom, remember? Dead bodies don't tell. See ya. Wait, before you go, I have something for you. Cool. What is it? If I told you, that would spoil the fun, wouldn't it? The LeClues didn't simply hand each other presents. They hid them. It was a family tradition, and Jenny had developed a sixth sense for finding them.
With her trusty magnifying glass at her side, nothing eluded her. It's a magnifying glass. Okay. Aha. Enter. A new journal! To Jenny, there was nothing better than the aroma of a fresh leather notebook. It smelled like mystery. Without missing a beat, she did what any detective worth their salt would do. She decorated it. I love nerds. Okay. Ja, machen wir hier den Sticker mal drauf, oder? Oh, verlassen. Okay. Ein A new guter... journal meant new adventures. She imagined all the thrilling cases that would soon fill its pages. And on the first page, her mother had written an inscription. A great detective never gives up. Love, Mom. Wie nett. Okay. Das ist also unser Journal, das wir sehr wahrscheinlich brauchen werden. I love nerds. So, Reiter wechseln ist mit E. Find a map, keep it here. Director, unrealistisch, Träumer. Logisch, emotional, Planer, Improvisierer. Engagiert, willensstark und direkt. Du bist ein großartiger Anführer, der andere inspiriert. Ein Alleskönner, eine wandelnde Bibliothek. Doch du kannst auch unflexibel und emotional distanziert sein. Wählerisch. Ah, krass. Oh, wir haben sehr viele Entscheidungen zu treffen. Wie viel haben wir denn da? Oh, fast 70 Stück. Du hast einen unheimlichen Ton ausgewählt, der mysteriöse Mann pfeifen soll. Mhm. Okay. So, was haben wir hier noch? Fotos wahrscheinlich. 6, 7. Okay. Ein großer Sammelspaß. Na, gucken wir mal, was damit passiert. I love it. Thanks, Mom. Jenny, I wanted to talk about, to say, Somewhere in the back of Jenny's highly caffeinated brain, an alarm bell was ringing. Her mum was hesitating. What could be causing her to act so out of character? Eingeschränkter Blickkontakt, wässriger Körper. Crossed arms. Furrowed brow. Jenny saw it coming from a mile away. Her mother was about to get Emotional. Bitte nicht. I've really gotta go. no, Jenny, wait. I need your help. What? Really? Jenny couldn't believe her ears. It was extremely unusual for her mother to ask for help. It must be something very important. Tracing the steps of a deranged killer? A cold case that only someone with Jenny's expertise could solve? I've misplaced the students' essays on decapitation. See if you can find them for me before you leave. I have to run. Wow. The case of the misplaced papers. Are you sure you want to trust me with such a complex task? I have no doubt you'll be able to find them. They're around here somewhere. Jenny was unsure if her mother was unable to detect sarcasm or just really good at ignoring it. Okay, was machen wir? Wir helfen der Mutter doch, oder? Ja, Mom helfen. Versuchen sich rauszureden. Nee, wir sind hilfsbereit, wir helfen da. Okay, Mom. I'll find them before I leave. On one condition. Yes? Ja, das war doch eine gute Entscheidung. Jetzt handeln wir noch was raus. You have to let me help grade them. One of Jenny's favorite pastimes was grading papers. Nothing pleased her more than giving a big shiny F to an overconfident student. Don't push your luck. Please. Okay. Yes. Find the papers and go straight home. But I'm meeting Keith tonight. No buts, remember? Oh, I'm sorry. Maybe I'm still feeling the effects of being poisoned for your class.
Well then, I have the perfect antidote. You're staying with your cousin this weekend, and you still need to pack. This again? Look, I've considered your offer, Mom, and I'm going to have to decline. I'm old enough to take care of myself. I'll be back late tonight. There's meatloaf in the fridge. Oh, Hackbraten. Logik hinterfragen, Motiv hinterfragen. Was weiß ich denn? Ah, zumal die Logik ist, weil Hackbraten im Kühlschrank ist und sie ist keine gute Köchin. Nee, sie war doch eine gute Köchin. Aber Jenny ist halt so eine logische, also machen wir die Logik hinterfragen wir einfach mal. So you don't trust me to take care of myself this weekend, but you do trust me to fix dinner and not burn the house down? Jenny LeClue, it's been a difficult week. Could you please just do what you're told for once and stop asking questions? Fine. And try to stay out of trouble. When do I ever get into trouble? All right, Okay. let's find these papers and get out of here. Let's go. Notizbuch aktualisiert. Was steht denn da drin? Aha, okay. Der Fall. Die tote Laborassistentin. Fall abgeschlossen. Und hat sich irgendwie komisch verhalten. Kein Wunder. Warum ist jetzt der Sticker da? Ist ja doof. Der Fall. Die verlegten Aufsätze. Okay. Ist hier was? Nö. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir mit interagieren können. Gehen wir erstmal nach rechts. Wollen wir Ladenglas untersuchen. One of Jenny's earliest memories was making raspberry jam with her mum. It's the perfect substitute for blood in class demonstrations. And better tasting than the pig's blood the textbook recommends. Kann ich das mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Oh, was ist da? Fetzen mitnehmen. Ach, ein Sammelgegenstand, okay. Skelett untersuchen. Looking rather trim today, Ethan. New diet? What's the matter? Lost your funny bone? So, hier ist nichts. Tafel inspizieren. Becoming a great detective took more than book smarts. You needed real-life experience. And Jenny was always on the lookout for a chance to get her hands dirty. So, was kann ich denn hier machen? Oh, warte, hier ist noch ein Sammelgegenstand, den nehmen wir mit. Ja. So, ist irgendwie noch. Da ist noch einer. Nicht interagieren? Nee, ne? Oh, warte mal, was ist das denn? Ach, guck an. Ist da das Paper? It's one of the students' term papers. Ah, guck You an. can tell by the terrible handwriting and erroneous conclusions. Mom must have put them behind the chalkboard. Ach, das war's jetzt schon, was? Und jetzt? Ah. Okay. Da sind die Essays. Found you. Time to get out of here. Journal aktualisiert. Zeitverschwendung freigeschlossen. Okay. Was können wir... Oh, warte mal, hier ist noch ein Please do Sammelgegen- not touch. Someone must be running an experiment. Ja, wir gucken mal rein, ne? Gross. Ja, sieht echt Pretty eklig soon it's aus. gonna sprout legs. Kann ich was machen? Nee, okay. Dann ist hier noch ein Sammelgegenstand. Was haben wir jetzt hier drin stehen?
Jemand hat hier ein merkwürdiges grüne Flüssigkeit angesetzt. Eklig. Nicht, dass das Gift ist. So, kann ich gehen? Ne, kann ich nicht. Hä? Muss ich zurück? Das war hier. Kann ich das noch weiterziehen? Was denn? Ist hier noch was hinter? Nö, okay, dann kann ich jetzt nur noch hier wieder festhalten wahrscheinlich. Und zurückziehen. Ziehen es einfach mal zurück, alles wieder so, wie es früher war. Hey, warum kann ich das so weit ziehen? Macht das Sinn? Aber hier ist nichts mehr hinter, ne? Na egal. So, Klassenzimmer verlassen. Jenny looked around the room one last time. Was she ready to leave? Warte, wir gucken uns nochmal um. Aber ich meine, ich hätte alles... Die Marmelade kann ich nicht mitnehmen, ne? Nee. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Paper mal gefunden, das war die Hauptaufgabe. Jenny looked around the room one last time. Ja. Was she ready to leave? Nein, nein, nein. Oh, ich will doch raus. Jenny looked around the room one last time. Was she ready to leave? Ja. Okay, so she wasn't really dead. That would be silly. No, Jenny was alive and well and ready for another perfect day in Arthurton. Was passiert? What the? What the? What a mess. I should investigate. Okay. Wir investigaten das jetzt. What is happening? Jenny had an instinct for sorting treasure from trash. To the untrained eye, this was just a discarded piece of an old postcard. But to Jenny, it was a mystery waiting I should keep my eyes open for any other pieces. Die rätselhafte Postkarte. Ah, warte mal, das ist bestimmt jetzt in diesem Journal drin, ne? Ah, ich hätte jetzt gedacht, dass es hier irgendwie festgeklebt ist schon. Ah, da. Okay, na, wir gucken mal weiter. So, was haben wir denn hier? The notice board was awash with flyers, personal ads, and the occasional piece of gum. I'm amazed anyone can find anything on here. Fortunately, Jenny had a useful trick to use in a situation like this. Mom always says, a great detective eliminates the noise. Focus on the details, and you'll find clarity in the chaos. Okay, wir haben wieder 5 Tipps. Mystische Heilung mit Gloria. Monatstreffen Sternkunde Gesellschaft. Lehrbücher zum Verkauf. Spontanparty. Projekt. Diesen Dienstag. Katze vermisst, Aufnahmen. Trevor. I wonder if anyone else reads this junk. Hold on. What's this? Oh no, they've extended curfew hours again. 9 p.m. to sunrise? That's ridiculous. Stadtbenachrichtigung, Ausgangssperre. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie drinnen. 21 Uhr bis zum Sonnenaufgang. Bitte entschuldigen Sie unser Chaos, während wir Ihr Stromnetz verbessern. Während dieser Zeit können keine wie täglich Stromausfälle auftreten. Okay. But necessary. Power outages had become a regular occurrence in town. It was dangerous to be wandering around after dark. It won't be long before we need a permit to go out at all. Muss ich drehen? Nee, ne? Nee.
Busch inspizieren. Hey, you! Oh, hi there! What are you doing back there? Well, I was pruning. But then I discovered the cerulean bugberry bush. Discovered? These bushes are all over Arthurton. Actually, this is an incredibly rare bloom. There's nothing rare about Arthurton. I beg to differ. Arthurton has many beautiful and exotic plants. Ach klar, wir interessieren uns für allen Quatsch. Really? Like what? Mushrooms with eyes that glow in the dark. Berries that emit a bioluminescent mist. And flowers with nectar as sticky as superglue. Where? I've never seen any of those things. Well, believe me, they do exist. I've had the pleasure of seeing them up close. That's one of the privileges of working for Dean Stroudsbury in his greenhouse. Anyway, I should get back to work. I want everything to be perfect for the Dean's retirement celebration. Ausbildungssperre, Gärtnerstudent, Ronald Luca, Kenner der Pflanzenwelt von Arthurton, arbeitet im Gewächshaus von Dekan Strasberry. Oh, wieder unser Magnificent Glas. Was ist da? Okay. Geile Kiki. Hier kann ich noch nicht weiter, ne? Okay, dann wieder zurücklaufen. So. Ist noch was Neues hier? Wir gehen mal besser langsam, nicht, dass wir irgendwo so ein Interaktionsding verpassen. Okay, auf die Infotafel können wir nicht zugreifen. Bonfire Celebration Saturday. Signs and decorations adorned the entire campus. A party to celebrate the Dean's impending retirement. Die gute alte Telefonzelle. Left! Left! I said left, damn it! What part of left are you having trouble with? My left or your left? My left. Obviously, I mean my left. Why would I mean your left? So you want me to move it the other way? Yes, nothing would make me happier. If you're not careful, we're gonna have bronze brains all over the floor. They seem busy. I should probably lead them to it. Ja, dann muss man sich mal in Ruhe da den Kopf draufsetzen. Ja, und da ist der Direktor wahrscheinlich. Genau, Mr. Stroudsbury. Hello, Mr. Stroudsbury. How are you today? Les Stroudsbury, beliebter Dekan von... A jolly gentleman, the dean was often seen shaking hands and kissing babies around town. Geliebter Dekan von Gumboldt. Jedermanns Ersatzonkel, lacht wie der Weihnachtsmann. He's also Mom's boss. Ah, das auch noch. But more than that, he was her loyal friend. What do you think, Jenny? Ja, The passt, würde dean ich had sagen. dedicated his life to Gumboldt. Ich finde lustig, dass es eine Anspielung auf Humboldt ist, wegen, ne, wenn man G und H vertauscht. Sehr schön. And the townspeople had spared no expense in their tribute to him. Quite a striking resemblance, Mr. Stroudsbury. It's a scary thing, Jenny. Retirement. Great excuse for a party, though. What will you do when you're no longer the dean? I've been trying not to think about it. This place won't be the same without you. Things change, Jenny. Time marches on, and we must do our best to adapt. It's going to be difficult, but I'm sure we will get through it. What do you mean, we? Do you think they made my belly too big?
würde sogar sagen, der ist kleiner als seiner. Wir sind nett. It's probably just a perspective, Mr. Stroudsbury. You are a clever one, Jenny LeClue. Speaking of which, have you been practicing your detective skills? Have I? Of course, always. Well then, I have a challenge for you. I bet you can't guess what I ate for breakfast. At last, a real challenge for Jenny. A fiendishly difficult puzzle that would take all her wits to solve. Was? Warum, hä? Respekt zeigen beim nächsten Mal. Was soll das denn? Das macht doch hinten und von... Wir machen Respekt zeigen, oder? Die Auswahl verstehe ich gar nicht. Respekt ist immer gut. Well, okay. Anything for you, Mr. Stroudsbury. Oh, how wonderful. But first, I need to ask you a few questions. Dekan Stroudsbury. So, was haben wir denn hier? Erstmal haben wir hier einen Sammelgegenstand. Sehr gut. Wie viele von diesen Dingern muss ich sammeln? So, da ist nix. Seine Glatze ist auch nix. Was ist das für ein Abzeichen? Ah, das Gumboldt-Logo. Heute The Dean was a big fan of the Gumboldt moonbeams. And not just because his son was a prominent figure on the team. Well, a bench warmer anyway. Okay, was haben wir denn noch? Ein Löffel. Looks like he accidentally put a spoon in his pocket instead of his pen. It's got a coffee stain on it. Was ist das für ein Zettel? A thick bundle of note cards poked out of the Dean's pocket. What's he keeping so close to his chest? You've been making a lot of notes, Mr. Stroudsbury. Oh, I was intending to make a speech on Saturday. Why have you scratched out so much of it? Your mother suggested I keep it short. And quite right, too. I must have rewritten it 20 times by now. I just can't seem to find the right words. Fliege. It can't be dandruff. He has no hair. I have a hunch it's powdered sugar. Aber könnte auch vom Bart sein, oder? So, was haben wir denn noch hier? M. Was ist das? Moment mal, ist das Blut? Nee, das ist Erdbeermarmelade. Sonst wären da diese komischen Stacheln nicht drin. Ja, genau, das ist süß. Obst, genau, ist Marmelade. The Dean didn't button his shirt properly. It looks like a bloodstain, but the seeds indicate otherwise. Okay. 5 von 8 haben wir. Hier haben wir eine Uhr. Massivgold, alte Uhr halt. Wie ein Erbstück. Das war eine ganz His gute watch is Pizza. slow. That's unlike the Dean. He's usually very punctual. Your watch is 45 minutes slow. Is it? Oh my. That explains why there was no cheesecake left in the cafeteria. My head's not screwed on today. Thank goodness you noticed, or I'd be late for my meeting with your mother. Oh, really? She didn't mention anything to me. Oh, well, of course she wouldn't. Why are you meeting then? It's just, she's helping me finalize my plans. Your party? Yes,
That's it. My retirement party. Thank you. Are you okay, Mr. Strasberry? Of course. Now let me just fix my watch before I forget. Ja, dann fix die mal. Sehr schön. Now, where were we? Wir waren bei Hinweis Nummer 7 und 8, wahrscheinlich der Ring. Ja, das ist auch das Logo. Ja. Lassen wir vielleicht Ipsa Verbindung. scientia potestas est. Looks like Latin. Your ring sure looks old. It was made for my grandfather. He passed it down to my father, who passed it down to me. And when the time comes, I'll pass it on to my son. The Strasberry family had been champions of education for generations. What does the inscription mean? Knowledge itself is power. The inquisitive spirit is a mighty thing, Jenny. And nothing is as important as the truth. Okay, hat auf jeden Fall Wahrheitsgrundsätze. Und hier haben wir eine grüne Flüssigkeit. Ach, guck mal an. For the Dean, being covered in plant life was not unusual. Pflanzenreste. His work as a botanist was renowned. Looks like you're carrying some extra baggage today, Mr. Strasberry. Well, I do have a lot on my mind. I was referring to your legs. Oh, thank you. I have been doing my daily calisthenics. No, I mean the sticky stuff on your pants. What? Oh! Hitchhikers. I've been working on a new orchid hybrid in my greenhouse. They're beautiful, but the leaves are quite clingy. I will say, I am looking forward to spending more time in the dirt. So, what do you think, Jenny? Can you guess what I had for breakfast? Ja, wahrscheinlich Erdbeermarmelade würde ich tippen. Sure, Mr. Strasberry. I've got everything I need to solve this mystery. What did the Dean eat for breakfast? Tja, ich würde sagen, der Hirnknopf verrät es. Und der Löffel. Oder? Warte mal. Doch, der Löffel. Obwohl, nee, Quatsch. Die Fliege, weil da ist der Puderzucker drauf. Also, irgendwie Marmelade mit Puder. Wahrscheinlich. Oh, warte mal. Ist das so ein Waffelding? Waffles? Also so Waffeln mit heißen Früchten. Oh, voll lecker. Und Sahne. Hab ich auch Bock drauf. Jam on his shirt and powdered sugar on his tie. The evidence points strongly to the Dean's breakfast consisting of 1, maybe 2 donuts. Ah, Donuts. Okay. Dun, 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 dun. What else can I tell about the Dean's morning? Was kann ich noch sagen? Dem Gumboldt, Mondstahlen spielen dieses Wochenende. In der Tasche des Dekans steckt ein Löffel statt ein Stift. Der Löffel hat Kaffeeflecken. Ich könnte sagen, er hat noch einen Kaffee getrunken. Und seine Uhr ist nicht... Warte mal. Also wahrscheinlich Löffel. Die Uhr. Tja, und was noch? Das Hemd des Dekans ist nicht ordentlich zugeknöpft. Wahrscheinlich war er in Eile. Wir probieren es mal. The Dean had neglected to wind his pocket watch. The act of a distracted man. This resulted in his whole routine being thrown off. Yep. Which might explain why he has a spoon in his pocket instead of a pen. Okay. You had a donut for breakfast. Yes? I'm guessing... Oh. Erdbeere oder Himbeere? Ich glaube Erdbeere. strawberry. How did you know? That part was easy. You always have donuts for breakfast. But something else caught my attention. Oh? I think you have something on your mind, Mr. Strasberry. You are usually a picture of precision and punctuality.
But today, there's a spoon in your pocket and your shirt button is undone. My, you really are a LeClue. Your father would be so proud. Thanks. Hey, wo kommt jetzt der Vater auf einmal her? Well, I should be going. I'm meeting your son by the lake. And I'm meeting your mother in the library. What a small world this is. Too small. A perfectly small world with everything in its right place. Who would want to change that? Pardon? Nothing. See you on Saturday. Oh, yes. Until we meet again, Jenny LeClue. Notizbuch aktualisieren. Was war denn da? Dekan Strawberry, er ist heute schon ganz nervös. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Worum geht es bei seinem Treffen mit Mom? Und hier ist nichts dazugekommen. Hier auch nicht. Na gut. Ja, dann gehen wir mal weiter des Weges. Ich habe immer Schiss, wenn ich laufe, dass ich was verpasse. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal. Well, that's not creepy at all. In her short time as a detective, Jenny had learned never to ignore a ringing phone. Ja, dann. Wenn das so ist, müssen wir auch rangehen. Hello. The dog barks loudest before the dawn. What? CJ, is that you? The dog barks loudest before the dawn. Really? This again? It's me, Jenny. We don't need to do this. I have no idea who you are, and I know no one by that name. The dog barks loudest before the dawn. Fine. Pferd, Vögel? Was ist das für eine Auswahl? Keine Ahnung, bellt der Hund jetzt Pferde an oder Vögel? Vögel, Pferde, Vögel, Pferde. You can lead a horse to Vögel. water, but you can't make it cook a 5-course meal. Was für ein Pferd? Good. The wind blows strongly from the east. Jetzt kommt bestimmt, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. People in glass houses should invest in curtains. Oder so. Das macht auch Sinn. Excellent. The evening sky is full of fireflies. The last donut is the tastiest. Ah, Jenny, it is you. Was? Of course it is! I need to meet with you right away. Okay. Where do you want to meet? This place will do. What the fuck? CJ. Everyone in town knew that CJ was mad, even dangerous. Verschwörungstheoretiker öfters wegen öffentlichen Ärgernisses im Knast, fragwürdiges Verhältnis zur Realität. He's not dangerous. He just doesn't accept things at face value. Und so jemanden kennen wir. Mhm. Interessant. Sure, he's a bit fixated on extraterrestrials, but at least he's passionate about something. CJ and Jenny certainly indulged each other's obsessions, but most of all, CJ treated Jenny like a colleague. And not a little kid. CJ, why did we go through all that if you're right here? Can't be too careful. Are you sure you weren't followed? Who would be following me? Shh. This place is compromised. We don't have long to talk. Now, what did you want to talk to me about? What? You called me. Ja, ich wollte gerade sagen. Did I? Why? Talking to CJ was a bit like navigating a maze. What the fuck ist denn los mit ihm? You had a rough idea of where you were headed, but you couldn't be sure you'd ever get there. I'll help you figure it out. CJ.
Okay, 3 Hinweise. Wahrscheinlich hier sein. Was ist denn wieder anders? So ein Sticker. Das ist ein Kompass. I knew he was hiding something. A compass with strange symbols where the cardinal direction should be. Looks broken. Where did you get that compass? Ah, you spotted it. I knew you would. It belonged to my father. He left it to me to find the truth. You're not going to find anything with that. The needle is wandering all over the place. A bit like you. It's searching For what? for them. It's this town, Jenny. It's Arthurton. They're here, among us, and this proves it. Or it could just be broken. Could be. I guess we'll never know. Okay, weiter geht's. Hier ist ein Sammelgegenstand. Das ist nix. Haare sind auch in Ordnung. Was hier unter dem Patch? Nichts. Ein Sammelgegenstand. Hier, was ist in der Hand? Wessen Geburtstag? Ja, das ist CJ. Und wofür steht das CJ? Is it your birthday, CJ? Birthday? Whose birthday? Clangston's birthday. But Clangston died on his birthday. Wer ist Clarkston? Assassination? Possibly. Abduction? Almost certainly. CJ, the card? Oh, this. It's for you. Okay, danke schön. Impossible shot. Died instantly. Er war sofort tot. Ja, nun. Was? No suspects. No human suspects, anyway. Was ist mit ihm? Thanks, CJ. That's, thoughtful. I didn't think you'd remember. I know what it's like to lose something important to you. Now triple shred and incinerate that card as soon as possible! It's got my fingerprints all over it! Ah, locker, guter Mann. Oh, warte mal, das ist doch... Ist das nicht diese Bekanntmachung? Aliens are among us. Ich verstehe. What's that sticking out of your sock? Ah! That's what I wanted to talk to you about. I intercepted a secret message. Classified intel. It's proof, Jenny. It's happening again. It's time for us to join the fight. This doesn't look like the kind of pamphlet he usually makes. Die Aliens sind unter uns und sie holen sich eure Haustiere. Bist du bereit? Wirst du dem Ruf folgen? It's being professionally printed. Could CJ finally be onto something? Drehen. Tritt noch heute It's just part of a cereal box. im Space Cadets bei. A cereal box from another space-time continuum? Na klar. Nope, just a regular cereal box. But why? Why would it just be lying there in the trash? Vielleicht, weil es man weggeworfen hat. I'm sorry, CJ. There are still great mysteries out there to solve, but this isn't one of them. So what's the plan now? Library. Research. Very important. Very hush-hush. They let you back in? Not yet. But I've got this hat now. Ja, die ist bestimmt nicht entdeckt mit dem Hut. It wasn't your head that needed covering. No, for disguise. I know, CJ. What is it this time? More UFOs? Radio wave mind control? A globally connected communication network used exclusively to view pictures of cats? Jenny, you sound crazy. I'm just preparing my defense for the hearing. Is this because you tried to hypnotize Mrs. Brown's prize poodle? Was? No, that was last week. It's Oh my because God. I peed in the water tower. Warum?
Warum machst du das? CJ, that's gross. Ja, es ist wirklich... And this is the thanks I get for saving everyone from the mind control chemicals? Well, I guess I'll see you later then. But CJ was gone. Ja. CJ, I know you're standing behind the phone booth. I just watched you walk over there. No, I'm not. Okay then, bye. See you later. See you later, Alligator. So. CJ nimmt sich wie immer abgedreht. Wofür steht CJ? Geheimer Code. Liefer. Wir brauchen diesen Code, den wir uns gerade ausgedacht haben, später noch. Okay, cool. Na dann. So. Aber wir wollten ja eigentlich nach Hause, oder? Hallo, Aida. Hey! Ach, das waren die aus dem Labor, ne? Damn, that's the third time today. Ja, im Labor war sie auch schon nicht so schlau. Oops. Hi, Jenny. Hallo, Great Aida. job solving that case today. It's really cute the way that you and your mom work together. I wish I was that close with my parents. Enough chit-chat. Got anything new for me? Oh, yes. This is the real deal, hot off the press. I haven't had a chance to distribute these yet, so keep them to yourself. Ada and Jenny belonged to one of the oldest societies in Arthurton. An eclectic band of treasure hunters, collectors, creators, and dealers. Together, they were known as Sticker Club. For generations, Gumboldt students had been hiding and finding stickers all over town. Officially, Jenny was too young to join. But she'd found so many stickers on her own that they'd made her an honorary member. Okay. Let's see. Nice crisp edges, rich colors. Very tacky. Thanks. I spent all week making these. If only you spend as much time in your schoolwork, you might not be failing my mom's class. Jenny thought to herself. It's to celebrate the dean's retirement. I'm super sad that he's leaving, but... It's a perfect reason to make new stickers. Exactly. Oh, we're going on an epic sticker hunt before the dean's party. You should join us. Even if Jenny had wanted to join them, And I don't. she knew she'd be stuck with her cousin all weekend. Thanks, but I work alone. Oh, okay. See you around, Jenny. So, kann ich jetzt den Sticker irgendwo aufsticken oder so? Geht das? Warte mal. Oh, warte mal. Eigentlich sollte der Sticker doch vorne auf der Hülle sein und der ist aber irgendwie auf der Seite gelandet. Ah, warte mal. Kann ich den jetzt wegmachen? Genau. Löschen. M. Genau, weil er soll ja eigentlich auf die erste Seite. Da sollte der Sticker doch hin. Hinzufügen. Isle of Nerds. Das sollte doch hier hin. So, und dann machen wir jetzt noch einen, und zwar den wir jetzt gerade bekommen. So, zack. Sehr schön. Fertig. Klasse. Cool. Oh, sie hat neue Luftballons. Wo sind die denn jetzt her? Na, egal. Ah, ich kann auch was untersuchen. Oh, was ist da? Fledermäuse. Was ist mit den Fledermäusen? Galeriegegenstand nehmen. Wo sollten... Okay. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber gut, wir gehen mal weiter. Oh, hier ist noch was.
okay, das ist ja schon ein bisschen albern, aber naja. Wir sammeln einfach mal, das kann ja nicht schaden. Campus verlassen. Lake Nowhere, 1 mile. Ja, wir wollten ja nach Hause, glaube ich, ne? Stop! Wieso Stop? Perfect. Hold it right there. Naja, es muss noch ein Stück nach links, ne? Okay, let her go. Oh dear. That was ominous. Detective for hire. Jenny had saved up the whole summer to place an ad in the local paper, but no one had answered it. Until now. What could this new case be? Her imagination ran wild, picturing the possibilities. And so, after helping her mum at Gumboldt College, she hurried to the pier at Lake Nowhere to rendezvous with her new client and crack another thrilling case. So, es würde sich jetzt ja eigentlich anbieten, Schluss zu machen und morgen weiterzumachen. Oder machen wir noch ein bisschen? Ich glaube, ein halbes Stündchen könnte man noch, oder? Ja. Ja, komm. Machen wir noch ein halbes Stündchen. Ja, wieder das Glas. Wahrscheinlich wieder nur zum Sammelgegenstand. Ich verstehe nur mal, wofür sind die irgendwo hinten drin, diese Pinseldinger? Nee, ne? Nee. Egal, wir sammeln das einfach mal. Als Jenny sich dem Waldrand näherte, hörte sie plötzlich ein seltsames Geräusch. What the? What the? Hey, kid! Watch where you're going! Moment mal, wofür braucht ein Starkstromelektriker eine Wasserpumpenzange? Hey, screw you! Your wrench nearly cracked my head open! Oh no! It's not damaged, is it? That's my lucky wrench. Yeah, lucky it didn't kill me. When's this upgrade gonna be finished anyway? Look, kid, I just go where they tell me. Every night another power surge. Every morning another part of the grid fry. And I'm out here fixing it. Do I get any thanks? No. What's causing all the outages? At the moment, a little red-headed girl. Now throw me my wrench, kid. Ne, wir fragen den mal ein bisschen aus. Looks like I have all the leverage. So tell me, what exactly is taking so long with these repairs? Apart from shoddy workmanship, that is. Hey, we're busting our butts to keep your lights on. These lines should be lasting for decades, but they're burning out after just a few weeks. It's the strangest thing. Anyway, toss me my wrench. But be careful. It's a family heirloom. Ja, klar, ein Familienerbstück. Ich stelle noch eine Frage. But what could possibly be using that much power? You're killing me, little girl. Arthurton's a tiny town. The mines are practically shut down. So what could it be? Surely someone must know. All I know is I got 3 more jobs today, and I can't finish any of them without my wrench. So, will you please just give it back already? Fine. I've got bigger fish to fry. Thanks, kid. Na klar. Gut.
Ah, das wird zur Postkarte. Cool. Ich glaube, wir müssen wirklich alles sammeln, weil die Postkarte will ich schon ganz gerne vervollständigen, glaube As ich. Jenny stepped out of the dark forest, she saw warm sunlight reflecting off the cool lake. And next to that, something even cooler. Keith Stroudsbury. Was ist das? Come on, Keith! Dance like you mean it! Not so much grinding. Oh, Keith, what are you doing? Not everyone saw it, but to Jenny, there was something special about Keith. He's just happy being himself. Nothing seemed to bother him. Not even having to dance in a costume for $1 an hour. But Jenny was not so laid back, Not when it comes to standing up for a friend. especially her only friend. Oh, Paper Hands. Danger, no swimming. Wo ist denn hier Wasser? Oh. I think there's been enough dancing for one day, don't you? Hey, Jenny. Hello, Susan. Actually, I prefer Susie. Busy laughing while others earn a living, Susan? Not everyone's got your dad's money, I guess. Jenny! Hi! Tall and handsome, with intense, mysterious eyes. Keith Stroudsbury, Sohn des Dekans Stroudsbury, Bankdrücker der Gumboldt-Mondstrahlen, bester Freund überhaupt. Cool should have been his middle name, instead of Tarquin. But Keith was so cool, he didn't even mind. Give me 1 minute. I'm just finishing my... Sure. Don't let me interrupt your work. My shift ends. In 15 minutes, I know. I'm early. I'm meeting a client over at the dock. Paid case. Could be big. Real big. Couldn't be as big as her head. Wow, that's really... Impressive? Maybe. All I care about is keeping this town crime-free. The only crime here is that haircut. Back in a minute, Keith. I'll have the usual. Pur Kaffee mal. Straight up and hot. Nothing fancy. You got it. Okay. Ja, dann sind wir hier durch. Ach ja, noch 15 Minuten Schicht, ne? Okay. Was machen die denn da? Mit Brett drehen. How about now? Move it to the left a bit. What's he doing up there? Not now, kid. We're busy. Any better? No, keep going. Now? Yes, it's working. Hold it right there. That's what all the fuss is about? Not this guy again. What is that? Whatever it is, it's not my music. Maybe it's jazz. Shh! I'm trying to listen. You shush. I'm the DJ. I'm in charge. When's this party getting started, boys? Oh, just a few more minutes. How are we supposed to dance to this? I think we're losing them. Another station must be interfering with the signal. But there aren't any other stations in Arthurton. Wait! All these wires must be acting as a giant antenna. Jenny listened closely to the mysterious transmission. It was like no other radio broadcast she'd heard before. Hold it steady! Sorry, I'm trying. That's just getting worse. You might as well come down. No, wait! I can almost make out what they're saying. Ich verstehe kein Wort.
just like that, the sound faded away. What did you do? That's no use. Come on. We gotta get this equipment back to the AV department by 6. Jenny was so lost in contemplation, she'd almost forgotten the case at hand. My client. I'm supposed to meet her at the dock. Okay, dann ab zum Dock. Danger. No swimming. Ah, wirklich. Sounds safe. Hier kann man runter. Weiter benutzen. How do I get this ladder down? Gegentreten. That didn't work. Dann vielleicht doch dran rütteln. Arthurtonian workmanship at its finest. Okay, geht wohl beides nicht. Verwenden wir dann später nochmal. Galerie Gegenstände. Das ist mein Client. Wer ist denn das? Eine Damrin. Aha! Got you this time, you slippery fella! Ah, shucks. Just another boot. Excuse me, Mr. Humdrum. Oh my! If it isn't little Jenny LeClue. What a glorious day, don't you think? As far as Jenny was concerned, small talk was like a second pair of underpants. Uncomfortable and completely unnecessary. But Mom always says, create a good rapport and they'll reveal everything to you. So she gave it a shot. Angeln. How's the fishing? Oh, the fishing's great. But the catching is bad. All I'm getting are old boots and strange bits of metal. But just look out there, Jenny. She's got that wonderful afternoon glow. No one knew why the lake glowed at night. And few were brave enough to swim its murky waters. What lay beneath its depths was the stuff of myth and legend. Somewhere out there lies the giant red herring, or so they say. But no one's ever caught one. Sounds fishy to me. Well, if she's out there, I'll catch her. Someday. Great. Well, now that we have a good rapport, where can I find Mrs. Humdrum? Well, she's down there on the ridge. Only one problem. I think the ladder is broken. Ah, yes. There's a knack to it. First you shake it, then you kick it, and then you push it. Okay. Sounds unnecessarily complicated. I'll join you down there in a bit. Just have to sort my tackle out. Schreibt mir jetzt rütteln, treten, schieben. Alles klar. Also. Rütteln. Treten. Rücken. Yay, ich hab's mir gemerkt. Aha! That did the trick. Das ist aber jetzt eine gute Kombination, dass ich mir die gemerkt habe. Ne? So, wie kann ich hier runter? Yay, yay, yay. Aber ich komme hier nicht runter. Warum auch immer. Ah, nach unten drücken, alles klar. So, Mrs. Gale. Mrs. Humdrum, I presume? Oh, hello! Ah. You? Sie ist meine Klientin, okay, nicht. I'm the private nicht der detective you Typ. contacted. Ah. Geheimcode flüstern, ausweisen.
Naja, wenn ich schon Privatdetektiv bin, habe ich bestimmt auch einen Ausweis, oder? Dann weisen wir uns mal als Detektiv Jenny aus. LeClue, at your service. I'm here to solve your case. Who is it, Dan? It's Jenny, dear, the LeClue girl. She doesn't see so well without her glasses. Oh, hello, Jenny. I'm afraid I don't see so well without my glasses. Ja, das hat er gerade schon erzählt. Nothing wrong with her hearing, though. Ah, auch noch. Ja. What did she say? I said there's nothing wrong with your hearing, dear. Oh, no, thank you. I've already eaten. Richtig. I believe you have a case for me? We do. We do. Great. So what's the trouble? Haunted by the ghost of a former lover? Worried you're being poisoned by a mad uncle? Something so dark and gruesome I can't even begin to imagine the horror? Well, I've lost my reading glasses. Ah, ja, und vielleicht ein Hörgerät. Oh. And there it was, a real case. A confounding mystery to challenge Jenny's brilliant mind. I thought this was finally going to be a good one. What do you think, Jenny? Can you help? Na klar. Sure, Mr. Humdrum. I'm gonna need to ask you a few questions. Die verlorene Brille. So, wir haben 6 Gegenstände, die wir finden müssen. Sie hat keine Brille, sie hat kein Make-up, sie hat aber... Was ist da los? Warum ist es dreckig? Und ihre Farbpalette. Was ist mit der Farbpalette? I expect you're finding it difficult to paint without your glasses. Oh, no. I never wear them when I paint. Okay. I like to feel the canvas, to interpret the colors. Ah, ja, das macht natürlich Sinn. She's an incredible painter. You should have her paint you. Thanks, but I don't mix business with pleasure. I've never been interrogated before. This is such fun. Die ist echt lustig. Ich wurde noch nie vernommen, das ist ja richtig lustig. So, was haben wir hier? Grey House, Flea Biscuit. Jenny had often snuck through the hole in the fence at Grubman's to watch the races. She could understand why the dogs ran so hard. They were chasing the promise of food. What the adults were chasing was less relatable. I notice you're a gambler, Mrs. Humdrum. Boah, Hunde rennen auch einfach Schmutz, Digga, ne? You've been at the Greyhound races. That was yesterday. We always go to Grubman's on Wednesday. Interesting. Interesting. You really are very good. The best. How long have you been solving mysteries? But I'll ask the questions, thank you. So, warum hat sie ein Fernglas? 30-fache Vergrößerung. Do you often carry a pair of binoculars? She doesn't go anywhere without them. I presume you don't wear your glasses when you use the binoculars. no, I can't get my eyes close enough to the eye cups. Ja. I see. Did you take your binoculars with you to the races? Of course. Those critters are so tiny, I can't keep up without my binoculars. Interesting. What's next? Fingerprints? Oh, polygraph test? It's like you're reading my mind. So, wir haben 3 von 6. Ah, Sammelgegenstand. Ein neuer Sticker. Na, cool. Ah, hier geht's noch weiter. Hier ist nichts. Da ist ein Sammelgegenstand. Oh je. Meinst du, es geht? Blaue Farbe. Oh, eine zerrissene Hose. Was ist da denn los? Etwas hängen. That's a large hole. She must have caught it on something. Ja. Did you have trouble climbing down the ladder, Mrs. Humdrum? Why, yes, I did. How on earth did you know? There's a tear in your pants pocket. Well, what do you know?
I didn't realize these pants even had pockets. Have you figured it out yet? The suspense is killing me. So, mal Sammelgegenstand. 4 von 6, okay. Wo sind die anderen? Da ist noch ein Sammelgegenstand. Hier ist nichts. Okay, hier war auch nichts. Also zu den Füßen. Da ist auch nichts Auffälliges. Vielleicht die Knöpfe? Naja. Ja, auch nicht. Oh, okay, jetzt wird schon ein bisschen knifflig, merke ich. Ah, konnte ich das Haar jetzt eben auch schon anklicken? Ich glaube nicht, oder? Teure Frisur. Mehr als 15 Looks freshly Zentimeter. blow-dried. A professional job. Your hair looks lovely today, Mrs. Humdrum. Is that a new style? Thank you. I had it done yesterday. Dan didn't notice. They call it the Queen's Coif. Oha. Well, it's certainly big. And expensive. But I'm worth it, Dan. Who could put a price on that beautiful head of hair? You're not so bad yourself, hot stuff. Gross. I feel like you know more about me than I do. So, einen brauchen wir noch. Ich habe ja schon eine Vermutung, wo die Brille ist. Aber was fehlt hier noch? Der Pinsel geht nicht, ne? Nee. Okay, hier vielleicht? Was ist hier drunten? Nee, auch nicht. Okay, wo ist der 6. Hinweis? Das kann doch nicht sein. Uhr hatten wir, die gehen nicht. Beine auch nicht. Die Hose ist kaputt, das wissen wir. Das haben wir gefunden. Kann ich nochmal mit dem Glas was machen? Hier die Knöpfe irgendwie? Nee. Hier war doch gerade was blau. Oder mal nicht das gerade nur? Ja, das macht keinen Sinn. Der Schal ist es auch nicht. Das Jacke auch nicht. Das haben wir uns noch nicht angeguckt. Kann ich vielleicht die Staffelei nochmal irgendwie ein bisschen... Nee. Hier oben? Ja, würde mich wundern, weil ansonsten wurde das ja immer eingeblendet direkt. So, hier ist aber auch nichts mehr, ne? Wir gehen jetzt das Bild einmal komplett... Nee. Okay, also die Frisur... Gesicht, Lippenstift nicht, Kinn nicht, Hals nicht, Halstuch. Ich hätte jetzt auf das Halstuch getippt, weil hier sind ja auch irgendwie... Aber es ist auch nicht. Die Staffelei hatten wir. Das hatten wir.
Becken hier vielleicht? Ne, auch nicht. Hä? Vielleicht hier irgendwie noch was versteckt. Okay, dann lasse ich mir jetzt mal einen Hinweis geben. Ach so. Nein, ich kann nicht auswählen. Groß ist es nicht. Spur sind es auch nicht. Irgendwie die Staffelei. Das macht auch keinen Sinn. Hä? Was habe ich jetzt verpasst? Oder ist hier noch was drunter? Kann ich hier raus? Oh fuck, ich muss den jetzt wirklich finden, ne? Ich habe gedacht, ich könnte das jetzt irgendwie skippen oder so, aber ich muss den jetzt wirklich finden. Okay, wir müssen jetzt alles mit diesem blöden Glas anscheinend absuchen. Okay. Ah, warte mal, vielleicht in ihrem Gesicht irgendwie? Nee. Hier? Nee, da ist nichts. Okay, wahllos einfach Enter drücken bringt auch nichts. Was übersehe ich denn jetzt, bitteschön? Das bringt mich nicht weiter. Das kann doch nicht sein. Ja, genau. Die Flecken, die Abdrücke von der Brille. Alles klar. Verloren oder You gestohlen? recognize the distinctive indentations left behind by a pair of spectacles. Okay. She must have been wearing them recently. You still have marks from your glasses on the bridge of your nose. You probably lost them within the last day or two. Oh, I never would have thought of that. When do you last remember wearing them? I'm really not sure. Damp? You had him at your Tuesday book club. Oh, yes. We're reading 50 Shady Graves. You are so thorough. Any more questions? I think I have everything I need to Ich hab wrap this alles. one up. Und ich habe auch schon längst eine Theorie. Ich sage nämlich, sie Where hat are die Gail's glasses? beim Friseur liegen lassen. Und zwar sagt das die Frisur. Und das Loch in der Tasche.
Naja, sie könnte auch... also entweder Friseur oder halt beim Hunderennen, ja. Friseur oder Hunderennen. Weil beim Hunderennen hat sie wahrscheinlich... warte mal, da hat sie dann die Brille abgenommen, um halt das Fernglas aufzusetzen. Warum das Gemälde trägt beim Malen keine Brille? Nee, dann ist es das Fernglas, weil sie hat die Brille abgenommen, in die Hosentasche rein. Also sie war beim Hunderennen, hat die Brille in die Hosentasche gesteckt, um sich das Fernglas aufzusetzen. So vielleicht. There's a big hole in her pocket, but Gail didn't even know her pants had pockets. So it's unlikely that she would keep her glasses in them. Okay. Das war wohl nicht richtig. Ja, dann beim Friseur. Die Pocket fällt raus. Naja, oder halt die... Nee. Oder so. Also sie muss die Brille... Nee, dann das. Oder? Ich würde das, also beim Friseur, weil sie die Brille abgenommen hat, beim Frisieren, beim Malen trägt sie nie eine Brille und wenn sie das Fernglas aufhat, braucht sie auch keine Brille. Nope, that's not what I meant. Let me try that again. Ach, come on. Also das ist schon mal Quatsch. Gail war am Dienstag beim Hunderennen, sie hat ihr Fernglas mitgenommen. That's not right. Back to the drawing board. Was? Also das ist auf keinen Fall richtig. Dann das. Ne, warte mal. Das Fernglas und der Friseur, aber das Gemälde nicht. Oder warte, so und so. That doesn't seem right. Summer. Kann ich ja nur noch das tauschen. Gail was at the races last night. Ja. She had to remove her glasses to use the binoculars. Ach nee, wirklich. Gail also had her hair cut recently. It's fluffy and big and could easily hide a small object. Dass die Brille im Haar ist. Solving a complex mystery like the case of the missing glasses was tough work. Der Blick. Als ob. But now came the most satisfying part. Die Lösung präsentieren. Delivering the dramatic denouement. Detektiv, mystischer Autor. Detective. Let's review the facts. 1. Not only do you love your binoculars, you've come to depend on them for bird watching. Greyhound watching. Basically, anything far away watching. That's true. I
I immediately sensed that the two optical devices, your binoculars and glasses, were incompatible. Thus, to use one, you had to remove the other. Fascinating. Fact 2. Yesterday, you changed your hairstyle. I did. Though fun, it was also impractical. And so tall that it could easily conceal a small object. I see where this is going. Please, don't interrupt. After much research, deliberation, and debate, I've concluded there is only one place the missing glasses could be. They've been on your head the whole time. Oh, so they are. Right there on top of my head. Incredible! What a... They're always in the last place you look, aren't they? A master detective in the making. What would we have done without you? Gale, don't forget to pay the girl. Oh, of course, silly me. You must be rewarded generously for all your hard work. What the? Now don't spend it all in one place. Ja. Thanks. I'll do my best. Hey, wir haben das Rätsel gelöst. Aber ich glaube, dann machen wir heute hier Schluss, weil das wird sich ja gut anpassen. Fall abgeschlossen. Der Fall der verschwundenen Brille. Cool. Ja, dann machen wir Schluss für heute, weil das passt ja hier ganz gut. Und machen morgen weiter, denke ich mal. Morgen ist Freitag. Und ich habe noch nichts vor. Also, ja. Achso, erstmal auf Wiedersehen, ihr YouTube. Danke fürs Zugucken. Morgen gibt es dann den zweiten Teil vom Let's Play. Macht's gut. Tschö.